keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind. Kings Island. Jetzt haut sie morgens um 6.30 Uhr so einen Satz raus. Einfach eine schöne amerikanische Achterbahn. Den können wir stehen lassen. 0 Minuten Wartezeit. Eine Herzchen gemacht bei mir. Geile Bahn. Du hast doch neben mir geweint. Ich hab vor Freude. Sehe ich nicht, dass das auf uns zukommt heute. Aber wer weiß. $20 investieren, um 45 Minuten zu warten, weiß ich jetzt nicht. So bum bum. Was ist hier los? Und hier stirbst du gerade einfach den Hitzetod. Was ist das bitte? Everything must riding with you. Everything. Ich hab gedacht, weißt du was, dann bauen wir so ein Podest, da können wir euch draufstellen, dann seid ihr noch näher an der Sonne. Wir waren da. Leute, kommt rum. Indoor-Achterbahn? Natürlich auch als Team-Power haben wir auch gemeinsam gewonnen. Das ist einfach 2,3 Kilometer Spielspaß und Spanne. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride New Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den USA auf der NYC Grill Tour 2025 und ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind, aber wir haben 10 nach 6. Also wir sind, glaube ich, in West Virginia noch. Wir haben gestern Abend hier um 10 vor 12 das Hotel erreicht. Ich glänze schon wie ein Schweinchen, weil wir mit Sonnencreme schon eingecremt sind. Wir haben jetzt 10 nach 6 morgens. Eis ist im Fahrzeug, beziehungsweise in der Kühlbox, also auch im Fahrzeug, ich habe ein bisschen gekleckert. So, die Boys kommen jetzt gleich auch. Wir gucken mal, ob beim Frühstück irgendwas zu mitnehmen ist. Dann geht es weiter. Wir fahren nämlich heute noch weitere 3 Stunden, nachdem wir gestern 5 Stunden gefahren sind, also hierhin, um zum nächsten Freizeitpark zu kommen. Heute Kings Island. Und ja, diesen Freizeitpark haben wir vor 6 Wochen besucht und den besuchen wir jetzt nochmal, weil der einfach auf der Route liegt und die anderen noch nicht da waren. Und wir zusammen einfach eine Spaßtour haben und unterwegs sind, so Roadtrip-mäßig. Und euch da teilhaben lassen und ein bisschen mitnehmen. Und ja, dann kommt sowas dabei rum, dass ihr nicht wie gewohnt die ausführlichen Vlogs habt, sondern dass wir euch einen richtigen Real Roadtrip zeigen mit allem Pipapo. Genau. You got me in the mood. It feels like I'm about to get screwed. My heart is easily misled. They say once you get older you regret. Head in the clouds, give me time. What is the harm? There's no crime. Out there, I throw myself out there, but not a care in the world. I'm a big girl with too much love. Prepare for warfare. Whispers behind my back, talk it up, trash my name. I don't feel ashamed. My lust is easily misread. Once I get older, I'll have all these skeletons in my bed. Raise the speed. Guten Morgen. Morgen. Sehr gut, das war schon 5 Minuten Sushi. Das ist schon zu lange her. Ja, Mensch. Ja, Wir waren ja gestern in Gigs Dominion. das ist richtig. Was war denn da deine Favorite-Bahn? Jetzt haut sie morgens um 6.30 Uhr so einen Satz raus. Boah. Okay, Moritz. Was war gestern deine Favorite-Bahn? Apple Seppel. Ich finde, ja, die eine, die war gut. Die Achterbahn, die so schnell war. Ich fand Pantherian, habe ich glaube ich zu große Erwartungen dran gehabt, als dass ich das jetzt als Highlight hervortun würde. War cool, aber war jetzt nicht so welterfüllend. Was stand denn überhaupt noch rum? Moritz, was war deine Highlight-Bahn? Intimidator 305, die fand ich super.
Panzerien. Intimidator 305. Paracetamol. In meinem Herzen wird es immer der Intimidator. Panthen Provil. Nochmal zurück zu Lukas. Grizzly. Einfach eine schöne amerikanische Achterbahn. Ich glaube, die größte Überraschung für mich war tatsächlich der Dominator. Weil ich habe da einfach gar nichts von erwartet und war mir positiv überrascht. Bin gut rausgegangen, war toll. Und Bro, bei dir? Ich film deinen Hintergrund. Ja, da ist ja auch ein Auge, ich kann nicht angucken. Ich fand unsere erste Racerfahrt unfassbar lustig und cool. Das hat mich sehr krass abgeholt. Und Grizzly hat mich auch sehr abgeholt, muss ich sagen. Das waren so die beiden Bahnen, die ich sehr gut fand. Und weiter geht's. Einfach aus. Danke, Lukas. Körpereinsatz. Unser Barkeeper. Schön. So, wir gucken mal wieder zu. Ich muss jetzt erstmal hier vorne Wanna stay naive, both summer and winter time. Out there, I throw myself out there, but not a care in the world. I'm a big girl with too much love. Prepare for warfare. We can raise the sky. I do it every night in my own way. In my own way. So, 3 Stunden später sind wir angekommen bei Kings Island. Ja, 6 Wochen nachdem wir das letzte Mal hier waren, sind wir wieder hier. Und 20 Minuten vor Parköffnung haben etwas Zeit verloren beim Versuch, was zum Frühstücken zu besorgen. Weil das Frühstück im Hotel geht erst am Wochenende ab 7. Und 10 nach 6 sind wir ja losgefahren. Und wir haben heute Samstag. Und ja, Kroger hatte nichts. Und tanken mussten wir aber auch noch. Das haben wir wenigstens geschafft. Ja, jetzt gehen wir hier aus. Hier hungert man nach Kings Island drinnen rein. Banshee dreht da wieder Runden für Early Entry. Schauen wir mal, dass wir da auf jeden Fall noch mal ein Ründchen mitfahren. Sind ja alles Gold Pass Besitzer hier. Und nehmen euch heute auch mal mit durch Kings Island. Wie vor kurzem hier auf dem Kanal erst. Aber heute gibt es alle Achterbahnen zu sehen, weil wir 3 Leute hier in der Gruppe haben, die alle Achterbahnen noch brauchen. Jo, drin, direkt durchgesteppert. Im Early Entry, den es jetzt hier gibt, sind heute unter anderem Boo Blasters und Boo Hill, noch irgendwas anderes, was ich gerade vergessen habe, aber auch Diamondback und Mystic Timbers. Ich glaube, wir müssen hier, eins weiter noch, ne? Ja, eins weiter noch mit drin. Und dann gehen wir natürlich da jetzt als erstes hin, weil das dann natürlich ein bisschen weniger Wartezeit ist. Mystic Timbers war letztes Mal mit Wartezeit verbunden, würde ich sagen, fangen wir mit an. Dann haben wir das schon mal und dann können wir nach Diamondback rüberstratzen. Da haben wir schon mal 2 wichtige, coole Bahnen, über die wir gleich hier noch in Ruhe sprechen. Wie fandest du jetzt die letzten beiden Bahnen? Wir sind Mystic Timbers gefahren und Diamondback. Was sagst du Mystic dazu? Timbers fand ich lustig. Lustig? Spaß gemacht. Ja. Diamondback fand ich nicht so. War okay. Hat dich nicht gekickt. In Europa wäre das eine Top-Bahn Ja. natürlich, aber hier ist das, ich glaube, die wird untergehen am Ende des Tages. Okay. Ja. Und die anderen? Habt ihr eine Meinung? Wir haben keine Meinung. Die sind jetzt Meinung? Mystic, schöne beide. Wir werden jetzt eingeteilt. Beide toll. Wir werden jetzt eingeteilt. Wir fahren jetzt.
Entschuldigung. Das hat ja mal wieder wunderbar funktioniert. Ja, ich wollte mal die Meinung von den anderen euch mitbringen, weil meine habe ich vor 6 Wochen erst hier in dem Park kundgetan zu den beiden Bahnen. Der Vekoma Suspended Coaster wird jetzt gefahren. Spare ich mir. Ist halt jetzt kein neuer Suspended Family Coaster, die sind nämlich richtig, richtig stark, sondern noch ein alter. Daneben gibt es dann noch einen Vekoma Family Boomerang. Der ist relativ neu, ich glaube von 2023. Und da müssen wir mal gucken, was wir sonst noch hier machen. Ob der Disco Coaster läuft oder immer noch kaputt ist. Der fehlt uns zum Beispiel noch. Grauzone Count. Dann gibt es noch mal so eine kleine Holzachterbahn, die wir auch gestern gefahren sind, die ich total geil finde. Und dann noch wie den Pumpkin Coaster, so eine kleine Bahn. Das ist alles jetzt hier so im Camp Snoopy und drumherum, was die Jungs komplett auf jeden Fall brauchen und dann jetzt erstmal quasi ja abgearbeitet wird. Und damit starten wir jetzt auch, bevor dann nachher viel mehr Familien und Kinder hier sind und das alles voller wird. Erledigen wir das jetzt direkt und gehen dann zu den großen Bahnen weiter. Vor allem, weil wir jetzt gerade hier in der Area angefangen haben mit dem Early Entry und dann Mystic Timbers DCI Holzachterbahn gefahren sind, die ich super geil finde, die aber jetzt noch nicht warm gefahren ist und dementsprechend viel entspannter unterwegs war. Und auch Diamondback B&M Hypercoaster mit den Zügen, wo du zu zweit und nebeneinander sitzt und dann versetzt dahinter zu zweit und wieder so wie bei Shambhala. Gut, den Zug muss ich jetzt auch mal Offroad filmen. Oh, Stress! Also kein Stress, aber wir rushen hier natürlich durch, damit man auch was schafft bei der Masse an Achterbahnen, die in diesem Park stehen, wenn man irgendwie mal alle gefahren sein will. Entspannter habt ihr es ja bei uns gesehen vor 6 Wochen. Also seht ihr jetzt gerade auch bei uns. Das macht schon wieder keinen Sinn. Hört euch auf mich. Nein. It's a beautiful day for a race. This is your announcer, Franklin Armstrong, from the booth, welcoming you to the annual Camp Snoopy Salt Blocks Derby. At this time, an operator is coming to physically check your lap bar. Please notify an operator if you need assistance with your restraint. Thank you and enjoy your ride. Hold on. Keeping your arms and legs inside the car during the race. And there they go! And the winner Wir warten ja auch darauf, synchronisieren zu können. Ja, genau. Mehr von der Abwachs. Lukas, Ja, immer noch abreißen? den können wir stehen lassen. Ist in Ordnung. Ist doch gut. Ja, es ist. Lag an der Doppelbeladung. Die lachen der Pellkartoffel und dem Ranch Dressing. Aber können wir so machen. Pellkartoffel alleine bleibt stehen. Pellkartoffel alleine bleibt stehen. Lukas, Rita.
Wir sind dann noch, also ich bin alle Bahnen mitgefahren. Es wurde dann noch der Vekoma Family Boomerang gefahren mit dem Snoopy Soapbox Racing Thema. Und dann ging es auch noch zum Woodstock Express, die kleine Holzachterbahn. Da bin ich natürlich auch wieder mitgefahren. Die Dinger sind einfach cool. Und die Abrisswünsche von Lukas von gestern wurden jetzt dementiert. Die dürfen stehen bleiben, die Teile. Und die nächste Bahn, die wir jetzt haben, die auch auf dem Rundgang quasi liegt und eine der besten Bahnen ist, die es überhaupt gibt, ist The Beast. Und damit fahren wir jetzt. Das ist eine Holzachterbahn. Alt, groß, ich glaube die längste Holzachterbahn der Welt, eine der längsten Achterbahnen überhaupt der Welt und eine der besten Achterbahnen der Welt. Safe. Unglaublich geil und vor allem alles nach dem zweiten Lift passiert, aber auch davor. Und schönes Ding. Freue ich mich jetzt darauf, das fahren zu können. Auch hier wieder nochmal zur Erinnerung, hier darf man keine On-Ride-Videos machen, also können wir euch auch keine mitbringen. Wir machen das gleiche bei Cedar wie bei der letzten Tour. Wir stehen jetzt hier unten sogar schon im Zickzack. Angeschlagen sind 0 Minuten Wartezeit. Das sind nicht 0 Minuten Wartezeit. Witzig wäre, wenn oben der Zickzack auch noch komplett offen wäre. Man sieht das jetzt von hier aus noch nicht. Ja, da oben gibt es einen riesigen Zickzack. Ich glaube nicht, dass der auch auf ist, aber ja, das ist nicht 0. Ja. 20 Minuten gewartet, The Beast gefahren, letzter Wagen. Was ein Spaß. Ich liebe diese Bahn. Es ist eine der besten Achterbahnen überhaupt. Und Holzachterbahn, 2 Lifte. Der erste, du fährst dann erstmal 3 Tage total wild und absurd durch den Wald und super schnell mit einem crazy Layout. Und dann kommst du zum zweiten Lift, der gar nicht so hoch ist und es geht runter, es wird schräg und dann bam, knallst du in den Tunnel, in eine Kurve. Kranke Bahn, einfach krank, aber witzig, macht Spaß und ich finde sie super. Ich finde sie richtig, richtig gut. Kurz, wie war's? Sehr gut. Ich habe ein Herzchen gemacht bei mir. Ein Herz. Ja. Geile Bahn. Geile Bahn? Ja, ich habe gedacht, der zweite Teil wäre länger, aber wenn du da so schräg diesen... Geil, war? Krank. Moritz? Hat mir auch Spaß gemacht, sehr toll. Du hast doch neben mir geweint. Ich habe vor Freude, ein toller Moment. Ja, nee, aber auch verrückt. Ja, gute Bahn. Ich finde sie super, immer noch. Tolle Bahn. Was machen wir jetzt? Weiß das jemand? Wir gehen weiter, okay. Wie viele echte Tunnel waren das jetzt eigentlich? Also so, es gab ja einen aus Beton, ne? Ja. 2. Und der dritte ist Holz. Also sind das 3. 3. So, next stop, Queen City Stunt Coaster. Kennt ihr als Backlot Stunt Coaster? Hier kann ich euch keine Story mehr erzählen, weil die Bahn einen neuen Namen bekommen hat. Theoretisch damit eine neue Story. Reden wir in einem Einzelvideo mal drüber. Also wenn wir über ein Video, wo wir über alle Achterbahnfänge sprechen. Es sieht auf jeden Fall schon mal gleich aus. Es wird gewarnt vor Special Effects, Licht, Nebel und weiterem. Sehe ich nicht, dass das auf uns zukommt heute. Aber wer weiß. Extra kurze Socken heute angezogen. Short Socks. Queen City Stunt Coaster gefahren, heißt das so? Queen City, genau, Queen City Stunt Coaster. Cincinnati, was hier in der Nähe ist Queen City, haben wir gerade von Sightseeing Lukas gelernt. Und es gibt neue Billboards, das sieht hübsch aus. Das Ding ist auch frisch gestrichen und alles, also nochmal ein bisschen hübsch gemacht. Und die Streifenwagen, wo man in S-Curves drumherum fährt, die haben geblinkt und Geräusche gemacht. Der Showpart hatte wenigstens Musik, die jetzt nicht viel gepasst hat, ansonsten ist auch nichts passiert.
Wassereffekte, Feuereffekte, Nebeleffekte, alles mögliche, was uns versprochen wurde, gab es natürlich jetzt nicht. Würde die Bahn unfassbar viel besser machen. Jetzt werden, weil es brüllend heiß ist, die Season Cups nochmal aufgefüllt. Und dann geht es weiter. Ich kann euch nicht sagen, was. Ich weiß, also es gibt eine Auswahl aus 3 Bahnen. Den Racer, wovon nur die rote Seite fährt, die blaue Seite ist geschlossen. Dann Flight of 4, die Spaghetti Bowl, die wir auch gestern schon hatten, mit einem sehr schönen UFO. Und Orion, ein B&M Hypercoaster, auf den ich richtig Bock habe. Eins von 3 wird es gleich als erstes. Was geht ab, Leute? Orion gefahren. Wir haben eine Dreiviertelstunde gewartet. Es war eine halbe angeschlagen. Die haben aber, als wir drin standen, dann den 3. Zug auf die Strecke rangiert. Das dauert natürlich ein bisschen. Danach ging es auch wirklich flotti Karotti. Überraschend, dass es heute voll ist. Auf dem Samstag bei bestem Wetter. Also eigentlich ein bisschen zu heiß. Also in Deutschland wäre jetzt hier nichts los, weil es zu heiß ist. Flight of 4 wird jetzt gerade erstmal nicht gefahren. Normale Wartezeit 2 Stunden. Wenn man einen Fastpass hat oder sich einen einzelnen kauft, was auch geht, 45 Minuten. Der Fastpass für den ganzen Tag kostet 145 $. Ein Einzelfastpass könnte man sich jetzt auch vorne buchen, nur für Flight of 4 für $20. $20 investieren, um 45 Minuten zu warten, weiß ich jetzt nicht. Wenn wir gleich den nächsten Spot haben, müssen wir mal gucken, dass wir uns erkundigen, wie die anderen jetzt Orion fanden. Weil ich mag die Bahn, ich finde die super. Hypercoaster finde ich von B&M richtig cool und das ist einer von den guten. Wir stehen jetzt an bei Racer zum 2. Mal. Wie war Orion? Sehr viel Spaß gemacht. Der Drop hat sehr viel Spaß gemacht. Tolle Elemente. Können nur Mühe länger sein. Noch ein Mühe länger? Noch ein Mühe länger. Ich fand die schon lang. Fandst du Orion? Ja? Nee. Nee? Nee. Nee. Okay, gut. Weiter. Orion. Ja, sehr gut. Hat mir Spaß gemacht. Ist hier die zu kurz? Ja, die hat viel zu viel Power noch am Ende. Die könnte länger sein, ja? Oh. Ja, weil du ballerst ja auch in die Bremse rein, bis zum geht nicht mehr. Dann macht der Kopf ja so bung. Und, Wie? Bung. Ja. Nee, aber ist gut. Ja. Und du, wie fandst du Orion? Du ballerst nicht halt nur in die Bremse rein, du ballerst auf 40 Metern in die Bremse rein gefühlt. Was heißt das für dich? Es könnte noch ein bisschen länger dauern. 60 Grad. 60 Grad. Wie hat sich der 60 Grad Drop angefühlt? Waren das nur 60 Grad? Ach ja, stimmt, ja, waren 60 Grad, ja, da war ja was. Steil, aber der hat mir jetzt mehr gegeben als zum Beispiel bei Pantherian, würde ich sagen. Oh, ja, der war auch nicht so toll bei Pantherian. Ja, Spaß gemacht. Und Racer? Ja. Wo? Ja, bei Racer. Wir haben uns jetzt gerade hier angestellt und haben uns dann gedacht, ach, ist ja nichts los. Ja, toll. War wohl nichts. Also es gab irgendwelche Technical Issues und dann mussten wir warten und warten und warten. Und dann wurde aber die Queue auch immer leerer vor uns. Das war natürlich positiv. Und dann, Racer hat ja 2 Seiten, blau und rot. Und weil hier noch Leute sind, die hier noch nie waren, müssen die noch beide Seiten fahren, weil das ja beide Counts sind. Weil es eine tolle Bahn ist. Und weil es eine tolle Bahn ist. Und dann war das leider so, dass irgendwann dann das Schild aufgehangen wurde, dass nur Blue Racer open ist. Also die rote Seite geschlossen, obwohl die vorher noch gefahren ist. Haben wir uns dann schnell mit abgefunden. In der Zeit, wo wir uns schon schnell damit abgefunden haben, hier wurde das Schild wieder abgehangen und die rote Seite wurde aufgemacht. Und dann waren beide Seiten offen und dann durften wir ganz, ganz schnell
haben wir uns gedacht, rennen wir schnell in die rote, bevor die wieder zumacht. Und sind dann die rote Seite gerade gefahren. Haben auch gewonnen, das Race. Und jetzt stehen wir gerade an für die blaue Seite. Die blaue Seite. Sorry. So, jetzt haben wir das Single bestellt. Prende la mina de Tenche Express. Aquí a cuenta. So, kleiner Zwischenstand. Flight of 4 ist bei 150 Minuten. Digga. Wir sind jetzt den Mine Train gefahren. Richtig geil. Also, ich kann die Meinung aller kurz zusammenfassen. Oh, 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 was ist hier los? Oh. Ja, das ist, glaube ich, das fasst die Fahrt zusammen. Einige Tunnel, Dark Ride Passagen mit bewegenden Figuren da drinnen. Also super cool. Du fährst aus der Station draußen und gehst erstmal los. Der Track biegt falsch ab. Es gibt eine Durchsage später auf dem einen der ersten Lifte, dass wir auf dem falschen Track unterwegs sind. Das ist schon ziemlich cool, das Ding, auch wenn Aerodynamics das Biegen zum Glück nicht mehr macht, weil sie es so nicht konnten. Theoretisch wäre jetzt Banshee dran. 70 Minuten stehen wohl angeschlagen für den B&M Inverted Coaster. Einer der besten. Als er eröffnet hat, seinerzeit der höchste, schnellste, längste Inverted Coaster der Welt. Hat diese Softwesten, Gummiwesten, Klappendinger, Bügel. Geiles Layout, riesig hoch, unglaublich schnell. Irgendwie 113 km/h, irgendwas um den Dreh rum. Ich weiß gar nicht auswendig. Crazy Kiste auf jeden Fall. Und gehen wir mal gucken, was jetzt hier ansteht. Wir haben uns jetzt hier ein Plätzchen im Schatten gesucht und packen uns hier in die Wiese rein, weil hier ist Schatten, keiner hat diesen Platz blockiert und kein Lautsprecher hängt über uns. Die drei Boys, die machen jetzt Banshee, habe ich ja gerade schon ein bisschen was zu erzählt, sind wir letztes Mal beim Early Entry schon gefahren, die Bahn. Ist eine gute Bahn, aber ich weiß nicht, ob ich mich teilweise jetzt wieder für 70 Minuten in die Sonne stellen muss. Dann chill ich lieber, mein Leben ist gerade hier, weil es ist echt brüllend heiß. Und Uschi hat es gerade eben schon gesagt in der Queue für den Mine Train, sonst wirst du hier überall mit Ventilatoren weggeblasen. Überall erfrierst du einfach. Du kannst nirgendwo abends dich hinsetzen und was essen oder trinken, ohne Pullover mitzunehmen. Und hier stirbst du gerade einfach den Hitzetod. Was ist das bitte? Ja, hier kommt gerade mal ein Lüftchen. Das hast du nämlich sonst auch nicht. Also kein Lüftchen. Dann die Betonplatte oder wenigstens Asphalt. Wenigstens, noch schlimmer, Asphalt, so, wo der ganze Bitumen schon rausdampft. Ja, dann machen wir uns jetzt lieber hier so ein bisschen entspannt auf die Wiese, ey, sorry. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Es sieht nicht aus wie 70 Minuten, es sieht weniger aus, sonst wären die Boys jetzt auch nicht da reingesteppt, wenn es auch aussehen würde wie 70 Minuten. Genau, das ist dann, Banshee ist jetzt noch dran, dann machen wir Bad auf jeden Fall noch, denke ich mal. Und wir sitzen am Eingang vom Bad.
Und Bat ist ein Aerodynamics Suspended Coaster, der also unter der Schiene hängt und hin und her schwingt, aber man dabei in einem Fahrzeug drin sitzt. Das gab es früher als Flugzeuggondel im Bobbejaanland, ist da inzwischen ja ein normaler Achterbahnzug. Aber so vom Prinzip könnt ihr es ein bisschen vorstellen, wenn ihr das noch nicht irgendwo live gesehen habt. Der Ding ist aber da unten irgendwo im Tal, was auch crazy ist, weil Banshee hier oben sehr präsent ist, aber auch da unten in das Tal reinknallt, aber auch wieder rausgeschossen kommt. In Vertigo ist geschlossen heute. Steht auch vorne dran, dass die Bahn heute zu ist. Ein Vekoma Suspended Coaster beziehungsweise Vekoma Suspended Boomerang. Dann wäre noch Great Pumpkin Coaster für die Boys und für uns alle theoretisch, beziehungsweise auch für uns Grauzone, der Disco Coaster, der letztes Mal geschlossen war, als wir hier waren. Beim ersten Mal, als wir hier waren, noch kein Grauzonenblödsinn war. Und gerade eben auch geschlossen war und jetzt gerade wohl auf zu sein scheint. Aber da bin ich jetzt nicht scharf drauf. Muss ich nicht machen, schauen wir mal. Hol ich euch auf jeden Fall auch noch ab, wenn wir soweit sind. Und wie lange das jetzt am Ende wirklich dauert, wie lange die Jungs dann drinnen sind. Ach ja, Banshee auch wieder eine Bahn, wo man locker braucht. Bei den anderen gerade braucht man wieder keinen. Ich glaube, das haben wir nicht gut immer dokumentiert, wann man locker braucht und wann nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Mist. Aber es ist halt auch so ein Gewusel mit 5 Leuten immer. Ja, das geht dann auch, also dann noch die Videos machen und euch alles erzählen und nichts vergessen. Katastrophe. Aber wir haben Spaß und ich hoffe, dass ihr auch so ein bisschen Unterhaltung habt und wir euch trotzdem noch ein bisschen abholen. Und es ist auch mal ein ganz anderer Blickwinkel auf eine Tour, wenn es nicht so ist, wie wir es sonst machen. Glaube ich. Also das ist auf jeden Fall ein anderer Blickwinkel. Müsst ihr wissen, ob ihr damit klarkommt, ob es schlimm ist, ob es besser ist. Wenn es besser ist, sagt das, dann habe ich noch weniger Arbeit. Also noch weniger Arbeit. Ich habe so wenig Arbeit. Oh, ich dachte, sie hat nichts an. Aber es ist Ton in Ton. Mit der Haut und der Body. Oder was auch immer das darstellen soll. Naja. Hier sehen Sie einen Becher, der gerade von einem sehr schlauen Amerikaner versteckt wurde. Weil er denkt, er darf den nicht mit in die Station nehmen. So hat er den hier abgelegt. Schlau. Ich bin jetzt hier exklusiv in Kings Island und werde jetzt einfach irgendwelche Leute, die ich hier treffe, auf Deutsch ansprechen und fragen, wie die Bahn fanden. Hallo. Everything must riding with you. Everything. Sie kann leider kein Deutsch, aber ich habe es versucht. Wie fanden Sie die Bahn? Sehr gut. Banshee, sehr gut. Übrigens, 70 Minuten angeschlagen, es waren dann 25. Bartowski. Das ist schon hart, ne? Schon geil. Macht Spaß. Sehr viel Spaß gemacht. Echt? Ja. Sehr schön. Was war jetzt mit euren Sachen? Ja, Ich habe die Durchsage gehört. Während der Fahrt, ich habe die über den Zaun gelegt, das war dann okay, aber ein kleines Mädchen, was die Tasche an die Seite gelegt hatte, musste dann ihre Tasche mit, achso, das ist das Mikro, sorry, musste dann ihre Tasche mit auf die Fahrt nehmen. Das war dann okay. Also wirklich, gab keine Möglichkeit eigentlich. Es ist auch nicht so eine Tasche, die du hier dran machst, so ein Fanny-Bag, sondern es war so eine, über Kreuz, so eine schöne Tasche. Die musste sie dann mitnehmen. Also. Ja, tolle Regel. Dann gucken wir jetzt mal, wie die Wartezeit hier bei Bett ist. Es sind die ganze Zeit nicht so viele Leute hier reingelaufen. Deswegen glaube ich, das wird gut. Ja. Optimismus! Station von einer alten Holzachterbahn, die hier noch steht. Guck mal kurz hier. Kann man leider nicht hin, könnte man nämlich Banshee richtig geil filmen. Und wir sind jetzt gerade noch Bat gefahren. Und Aero Suspended Coaster, der so aufschwingt, habe ich ja eben erklärt. Richtig geil, ey.
Boys, also jetzt Flight of Fear war die ganze Zeit geschlossen, hat jetzt gerade wohl wieder aufgemacht und jetzt gehen sie mal eben gucken, wie es da aussieht, weil 150 stehen wohl immer noch in der App, da man sich hier aber nicht auf die Wartezeiten verlassen kann, denn die in der App stehen 45, hier waren jetzt auch 5, aber eben standen sie wirklich bei Flight of Fear draußen in der Extended Queue und im Gegensatz zu gestern gibt es da drin auch einen riesen Wartebereich mit Zickzack. Und gestern war dann quasi eine riesen Holzkiste drin, weil sie da, weiß nicht, ob sie umbauen oder sonst irgendwas. Aber das Ganze hat ja ein anderes Thema. Geh ich mal gucken. Ich laufe eben schon hinterher. Ich habe gerade einen Offroad gemacht vom Bett. Wo die sind, wie das läuft. Wir werden berichten. Es sieht gerade bei Flight of Fear ganz gut aus. Nicht so gut wie hier auf dem Platz, wenn ihr euch hier mal umguckt. Es gibt nicht einen Schattenplatz. Danke, Kings Island. Außer hier unten, wo die locker sind. Aber ich setze mich ja nicht jetzt in einem Schließfach, wo ganz in Action ist. Wir suchen uns mal ein Örtchen, wo wir uns hinpacken können. Was war denn bei Flight of Fear los und warum hat das so lange gedauert? Flight of Fear angeschlagen bei der wunderschönen Fastlane oder wie wir sie neuerdings nennen, Fastos. 45 Minuten, bei den normalen Leuten wie wir, die uns angestellt haben, 150 Minuten. Haben wir uns angestellt. Beide Schlangen waren gleich voll, muss man sogar sagen am Ende. Und der Zug war dann in der Station. Es wurde leider nur im Zweizugbetrieb gefahren. Und von dem Zug haben die letzten 4 Wagen, waren alle gesperrt. Die funktionieren irgendwie nicht, keine Ahnung. Und während der Strecke bleibt man auch einfach auf dem Blockbereich mitten in dem Track stehen und fährt dann ganz langsam wieder weiter. Also dauert die Fahrt auch länger und ja. Toll! Ja, schön. Aber also Gesamterlebnis war top. Ja, aber statt 150 Minuten waren es nur 60. Also haben wir genauso lange gewartet wie die Fastpässe, ohne $20 zu bezahlen. Gott sei Dank, ja. Meine Güte. Wir gehen jetzt zum letzten verbleibenden Count, beziehungsweise zu den 2 letzten verbleibenden Halb-Count. Ja, wir gehen zu den letzten verbleibenden Counts, einen Halb-Count und einen Ganz-Count und hoffen, dass wir da jetzt noch erfolgreich sind. Und dann reicht es auch. Klimatechnisch abholen? Klimatechnisch haben wir 32 Grad. Im Park selbst sind es 48 Grad. Wegen der Asphaltplatte, auf der man hier läuft. Bodenheizung. Ja, Fußbodenheizung, genau. Gefühlte Temperatur, also es sind 31 Grad, gefühlte Temperatur 35 Grad, Luftfeuchtigkeit von über 70%. Schön. Moritz, hast du ein paar Fakten für uns zu diesem Eiffelturm hier, der hier steht? Der ist hoch und von Intermin. Sehr schön, vielen Dank dafür. So, wir haben die Kinder beim Great Pumpkin Coaster abgegeben. Und jetzt machen wir andere dumme Sachen und gehen zum Disco Coaster. Irgendwas mit Snoopy, Dog, Mock, weiß ich nicht. Da kommen wir da durch? Ja. Der hat scheinbar auf, dann holen wir uns mal die Grauzone, damit wir heute einen einzigen Credit uns eintragen können. Selber schuld, wenn man vor 6 Wochen hier war. Nein, aber das war jetzt, von der Tour passte das so und für uns ist das fein, weil es geht jetzt nicht für uns primär ums, klar countet man die ganze Zeit wie doof, aber da gehören dann auch so Stops dazu. Und das ist vollkommen fein, weil es einfach darum geht, Spaß zu haben. Auch nochmal so ein Ding für die Leute, die meinen, counten wir dumm. Nein, das ermöglicht solche Touren und solche Trips sind so viel Vergnügen und komische Sachen, die man sieht und erlebt. Da auf ist er. Der nicht überdacht. Natürlich ist die Queue nicht überdacht, wir sind ja im Kinderbereich. Nichts ist überdacht. Nee, hier ist echt gar nichts überdacht. Oh, ist das ein Loch, ey. Achso, das Fastlane. Weil der normale Eingang war doch auch daneben. Ja. So now I know the truth that I've been missing all along. Bratans. Kings Island ist blau. Eieieiei. Das ist heute sehr heiß hier. Und dann hat sich Kings Island gedacht, weißt du was, dann bauen wir so ein Podest. Da können wir euch draufstellen, dann seid ihr noch näher an der Sonne. Wir machen ein Sonnensegel, das machen wir aber falsch rum, weil wir wissen, wann die Mittagssonne von wo kommt. Vielleicht gibt es inzwischen eine Unwucht in der Erde und vor 50 Jahren war das anders hier. Aber Bruder, die haben uns hier mal ganz weggebacken gerade. Voll fies.
Eine Fahrt mussten wir uns angucken, eine Fahrt danach waren wir auch dran. Und das ging auch dann deutlich schneller, weil die Supervisor kamen und operated haben, um die beiden normalen Operator in eine Pause zu schicken. So, mal eben auf Klo und dann sammeln wir die Kinder ein. Und dann verschwinden wir hier aber auch gewaltig. Ich sag mal so, wir haben aber auch gleich 5 Uhr schon. Keine Ahnung, ich muss einen Screenshot draus machen für ein Foto. Weißt du was? $45. Das ist doch vollkommen genetisch. Ja. Weil du kannst es auch noch vom Racer haben. Und es ist das Gleiche. Das finde ich schon mal witzig. Okay. Es ist halt cool und dann ist es zu teuer für das, was es ist. Aber die Schilder sind geil. Ja, die Bilder sind alle richtig geil. Zu teuer, ne? Ja, die kosten genauso viel. 40 Euro, ne? Ja. Plus Tax. In my own way. So Leute, wir sind 3 Meter weiter gefahren, sind alle fertig mit der Welt und müssen jetzt mal frühstücken und Mittagessen zugleich. Und dafür geht es natürlich echt ins Texas Roadhouse. So, ich habe gerade wieder was vergessen, muss so der laufen. Wir haben jetzt hier in Texas Roadhouse gegessen, ausgezeichnet. Trinkgeld ist sehr wichtig in den USA beim Bezahlen, immer dran denken. Wenn ihr euch der Service gut gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall die 20%. Das erscheint als Deutscher erstmal ziemlich viel, aber es ist halt einfach so, und das machst du auch, wenn du ein vernünftiger Mensch bist und mit dem Service zufrieden warst. In Deutschland gibt man ja manchmal nicht mal 5%, aber genau, dafür ist das Essen im Grundsatz einfach billiger. In Deutschland wird das irgendwie auf die Gerichte aufgeschlagen anscheinend, aber hier hast du dann für ein Hauptgericht, das Steak von dir hat das hat das $23 gekostet. So ein Lappen, also ist ja ein Witz. Auch noch super Fleisch. Und ja, dass ihr unbedingt daran denkt, gut und ausreichend Trinkgeld zu geben, weil sich das einfach so gehört. Wir haben mich schon überlegt, bis wann ihr es endlich merkt. Dass ihr noch einen Count machen wollt. Muss Pipi Ja. geben. Das haben wir tatsächlich gemerkt. Ich habe ja gesehen, dass er nicht mehr 120 Genau. Ja. Ich dachte aber, dass das mit den Counts inzwischen so. Jo, Leute, spontaner Zwischenstopp. Und zwar bei dem largest Entertainment Center, Family Entertainment Center in den USA. Die haben den zweitgrößten Indoor-Coaster in Ohio. Spontaner Zwischenstopp. Lukas hat es gerade mal kurz vorgeschlagen und 5 Stunden später sind wir schon hier.
Spinner also bei dir eine ganz neue Ebene erreicht. Jo, wir sind einen Spinning Coaster von SBF Visa gefahren. Ist, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung von dem, was jetzt im Hamburger Dom auch neu Premiere gefeiert hat in Deutschland auf der Reise. Heidewitzka. Ich hatte das schon in Texas so, dass das nicht gut war, wie du da runtergerissen wirst. Du wirst ja voll aus dem Sitz gerissen, also dieser Drop ist viel zu heftig. Und ja, ich hatte scheinbar eine gute Beladung, denn komplett einmal durchgedreht. Komplett. Normalerweise kostet die Fahrt auf dem Spinning Coaster $7 pro Person. Was wird's? Zweimal Starburst, das ist wie Mau. Zweimal M&M's und einmal Skittles. Na gut. Ja, das kann man für 30 € mal machen, ne? Ich auch, oder? Ja, theoretisch haben wir ja die Achterbahn. Wo ist das verliehen? Das können wir Ja, IAPA Brass Ring Award Winning Family Entertainment Center 2016 und 2021. Wir waren da. Leute, kommt rum, guckt euch das an und macht nicht so Blödsinn wie wir. Oder vielleicht doch, ist das schon lustig. Warum ist sein Durango irgendwie größer als unserer? Und wir haben schon GT. Was hat er denn? Was ist das? Mauer. Jetzt alle! Baby, I like it! Jo, wir sind angekommen an unserem Hotel und da brauche ich euch gar nicht groß zeigen, weil das haben wir euch vor 6 Wochen schon gezeigt. Da waren wir hier schon und das wussten das Hotelzimmer, Planungs- und Buchungsteam wusste davon nichts. Und jetzt sind wir hier im Sure Stay gelandet. Findlay. Das ist ein Flag City, weil die hier alle sehr patriotisch sind. Und ja, schneller Eincheckerei und dann geht es ab. Ja, das wollten wir nicht fragen. Was kostet ein Pitcher? 25? Nein, überboten. Oh, überboten ist gut. Das ist gut. Ich glaube, wir kürzen es ab 10,50. Ja gut, alles klar. Nächster. Kommt jetzt. So Leute, wir sind jetzt bei Frickers. Okay, gut. Also, läuft die Musik mal nicht, dann schreien die beiden hier Copyright-Musik rein.
Frickers ist eine Bar, die ist auf der anderen Straßenseite von unserem Motel. Und jetzt, Frickers ist eine Bar. die sind gleich auch noch dran und kriegen noch die Pitcher Cam. Wo wir vor 6 Wochen schon gelandet sind, das ist wirklich ein sehr weirdes Gefühl. Wir waren heute in Kings Island. Für mich absolute Highlightbahn des Tages war auf jeden Fall schon wieder The Beast. Absolute Beast. Und Trash-Überraschung, Witzbahn-Beste war dann jetzt im Family Entertainment Center, wo ich beim ersten Drop rausgeschleudert wurde. Wer ist die Bahn? Tsunami. Genau, Tsunami. Ja, wir sind nicht mehr vollzählig. Eine Ratte hat das sinkende Schiff verlassen. Der goldene Pitcher. Meine Lieblingsbahn, oder meine Highlight heute war, dass wir Kings Island blau bekommen haben, weil der Surf's Up Disco Coaster hat geöffnet und den sind wir gefahren. Das war deswegen halt nur mein Highlight, weil ansonsten das Anstehen waren 5 Minuten, das waren die schlechtesten 5 Minuten des ganzen Tages, weil da waren es 140 Grad. Fahrenheit oder Celsius? Celsius. Und die Fahrt aber an sich war gut, weil dann kam endlich Fahrtwind, von daher das war okay. Witzig fand ich, Entschuldigung, mein Auge juckt gerade. Witzig fand ich auch, dass wir dann noch in dieses FEC gefahren sind, und die zweitgrößte Indoor-Achterbahn in ganz Ohio gefahren sind. Das fand ich cool, dass wir dann noch in die zweitgrößte Indoor-Achterbahn in ganz Ohio gefahren sind. Wir haben vermutet, dass die erstgrößte auch, nicht die größte, die erstgrößte Achterbahn in Ohio Flight of 4 ist. Und Indoor-Achterbahn? Oh, jetzt habt ihr endlich mal die Quality Hour mit Moritz. Ich möchte einmal ganz kurz die 3 schlechtesten Achterbahnen des Parks ranken. Da haben wir auf Platz Nummer 1, ich mach's in Enttäuschung, nicht die schlechtesten, ich mach's in Enttäuschung. Die größte Enttäuschung war für mich der Backlot Sun Coaster, der hier irgendwie Queen City Sun Coaster heißt. Das ist also für mich wirklich wenn ihr wirklich keine Zeit habt und ihr müsst eine Achterbahn skippen, nehmt die. Dann fand ich tatsächlich den Flight of 4 ist auch hier, ist wirklich nicht gut gefahren. Scheiß Abfertigung. Hatte einen besonderen Platz in Moritz Herzen, das hat es für mich noch schlimmer gemacht. Also Flight of 4. Und eine schlechte muss ich noch finden, das ist gar nicht so einfach, weil der Park hat sehr viele gute Achterbahnen. Und ich möchte Kiddie Pumpkin, der Kiddie SLC. Ja, also der hat tatsächlich geschlagen. Ja. Das ist jetzt von 2004. Der hat geschlagen, aber ich überlege gerade noch einmal. Ja, ich nehme den Kiddie. Ist ein guter Einwurf. Ich würde aber tatsächlich die Snoopy Holzachterbahn wählen wollen, weil ich die schon gefahren bin. Und kleines Lowlight für mich, wir sind ja The Racer vor ein paar Tagen als Sturling gegeneinander gefahren. Genauso wie wir hier sitzen am Tisch auch, Uschi und ich gegen Road Lukas. Und das hat so viel mehr Spaß gemacht als heute, wo ihr vor uns saßt. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Ja, wir haben natürlich auch als Team Power haben wir auch gemeinsam gewonnen, das muss man ja auch sagen. 2 von 2, obwohl wir Bartowski im Boot haben, der nicht der schnellste Fahrer ist. Das ist natürlich schließlich. Danke, Moritz. Ich gebe weiter an die Kellner, an Lukas. Ich habe leider kein Mikrofon mehr, weil das muss jetzt erstmal hier eingestellt werden. Ja, was soll ich noch sagen? Absolute Favorite-Bahn, beste Bahn? Ich habe 3. Also 3 beste? Ja, also nur ist aber keine beste. Das ist auch also ich habe 3 Bahnen als Favoriten im Park heute festgelegt. Das ist einmal Banshee. Den fand ich wirklich sehr, sehr cool, weil der richtig schön von Anfang bis zum Ende durchballert. Hätte ich nicht gedacht. Und der macht halt auch mal Elemente, womit man nicht rechnet. Also so eine Rolle, klar kennt man schon mal aus dem
im Wörter kennen wir ja schon aus Phantasialand und so, aber eine Rolle, wo du dann auf einmal im nächsten Moment nach unten stürzt, das kennt man nicht. Deswegen, das war schon mal ganz cool. Dann habe ich Orion noch dazu. Die haben übrigens wirklich sehr schöne T-Shirts zu kaufen. Moritz steht auf die T-Shirts, er will sich am liebsten eins kaufen davon. 60% größer als Die Gas 8XL. Ja, das hatte ich doch, deswegen. Orion fand ich gut, weil die hat auch richtig schön von Anfang an bis Ende durchgezogen und die könnte eigentlich noch 500 Meter länger sein, so viel Power hat die. Und The Beast habe ich auch ein Herzchen gegeben heute. Das ist einfach 2,3 Kilometer Spielspaß und Spanne, würde ich mal sagen. Ja, und sonst ist cool gewesen, dass wir 15 von 16 Achterbahnen geschafft haben. In Wörter Boomerang bin ich leider nicht gefahren, aber alles gut. Ja, und so richtig. Nee, fand ich eigentlich gar keine Bahn. Also, Flight of 4, ja, aber Flight of 4 habe ich selbst die ist ja noch okay. Also, klar, ich würde mich jetzt nicht nochmal anstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt 0 Minuten sind, vielleicht, alles über 10 ist zu viel. Aber sonst, alles gut. Ich würde tatsächlich mein Highlight auf Orion wetten, weil für mich sind die, also The Beast war mega, hat richtig Spaß gemacht, aber für mich sind eigentlich die B&M Giga Hypercoaster alle relativ gleich von dem Gefühl her und der war so anders irgendwie. Also dass der Drop direkt gekickt hat, die Elemente waren anders. Ich habe vorhin auch im Video gesagt, der könnte ein bisschen länger sein, die Meinung habe ich immer noch, aber der war einfach so erfrischend irgendwie, so nicht damit gerechnet. Aber The Beast ist natürlich Achterbahngeschichte, die man fährt, die ist natürlich auch grandios. Wobei ich sagen muss, ich hätte gerne andere Sitze da drin. Also ich hatte ja, das habe ich ja zu dir, ich hatte hier, also in der Mitte hast du ja wie so eine kleine Kante, die da, und du wirst halt wirklich manchmal hin und her und das ist schon dann so unnötig irgendwie, dass du da reingeschaut, weil sonst auch klasse Bahn. Ja. Aber man muss ja den Pitcher gebe ich so ab, ne? Man muss ja den Park auch abgewinnen, finde ich, wenn es jetzt auf Flight of 4 geht. Ihr habt ja erzählt, dass sie irgendwie den halben Zug gesperrt hatten, weil da irgendwelche Probleme waren, dass sie die Bahn halt trotzdem aufgemacht haben. Ne? Die hätten ja auch sagen können, komm, ist jetzt halt einfach zu, bis wir das behoben haben. Und die haben aber gemerkt, dass der Andrang da ist und irgendwie, das ist halt irgendwie auch cool. Aber wenn du in der Schlange stehst und merkst, es sind irgendwie nur 3 Leute, die da immer weggefahren werden, ist es natürlich ein bisschen zermürbt. So Leute, 10.000 Schritte, 300 Pitcher später. Gute Nacht. Morgen wird wild. Wir sehen uns.